Hallo zusammen, hier ist wieder der Robert und die Sabine. Und heute gibt es ein besonderes Video, denn wir fahren zu unserem Triumph-Händler und holen die Daytona 765 Moto 2 Limited Edition ab. Sozusagen back to the roots, denn mit diesem Motorrad, wie vielleicht manche von euch wissen, die unseren Kanal schon länger mitverfolgen, ist das der Grund, warum wir überhaupt das Auto kaufen, die Campingausrüstung und so weiter. So sind die Ideen entstanden und wir möchten euch die Übernahme der Triumph zeigen heute und auch eine erste Ausfahrt und die ersten Fahreindrücke, denn mit ihr fahren konnte ich noch nicht. Darum seid gespannt. So, wir sind nun bei dem Triumph-Händler. Es ist aber sehr frisch, um die 5-6 Grad, darum lasst uns reingehen. Bitte sehr. Danke. Danke vielmals. Gratuliere zum Kauf. Danke. Danke. Dann legen wir mal los. Dann machen wir uns parat zum Fahren, würde ich sagen. Oh, auf Hochdeutsch, Entschuldigung. Lasst uns fahren. So, da sind wir. Meine erste Ausfahrt und ich habe vergessen, den scheiß Spiegel zu verstellen. Wie verstelle ich die Spiegel? Naja, der ist jetzt besser. Der auch. Gut. Lasst uns fahren mit der neuen Daytona. Schon mal 2 kleine Problemchen. Zum einen die Kabel hier unten. Die sehen nicht so schick aus. Mal schauen, ob es so bleibt oder nicht. Und der Schaltassistent geht nicht. Das ist natürlich sehr schade. Aber fürs Einfahren nicht mal so relevant. Wir haben 6 Kilometer.
Und ja, das Menü kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht so. Muss ich mich noch daran gewöhnen. Aber das Motorrad fühlt sich gut an. Leider haben sie nicht mal die Reifen ein bisschen eingefahren. Sprich, die sind ganz neu und wir haben wirklich immer noch 6-7 Grad hier draußen. Das heißt, ein bisschen vorsichtig fahren, mal nach Hause kommen und sich an die Maschine etwas gewöhnen. Sie fühlt sich agil an. Ja, wie es bei meinen Supersportlern üblich ist, sitzt man doch sehr hoch mit dem Viertli. Wenn ich nach hinten rutsche, entsprechend noch viel mehr. Das ist schon krass. Jetzt mache ich noch Dehnübungen beim Motorradfahren. So, machen wir ein bisschen auf. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Bei den Kurven, das Fahrwerk ist jetzt relativ hoch auf mich für mich eingestellt. Sprich, ich komme mit beiden Füßen nur mit den Zehenspitzen an den Boden, aber die Maschine ist jetzt zum Fahren da und ja, einfach Mühe geben, beim ersten Anhalten nicht gleich umzukippen. Aber das wird ja schon gehen, nicht? Aber jetzt das langsame Fahren, überhaupt kein Problem. Bin ich selbst jetzt überrascht. Es geht gut. Den Blinker suchen. Oh je, meine. Ja, wenn alles neu ist. Ah ja, apropos Blinker. Hm? Oh, sie klingt schön. Vollgas ist noch nicht. Ui, ja. Auch unten raus, überhaupt keine Mühe da hochzufahren. Und eben nicht Vollgas, also fühlt sich gut an bis jetzt. Ist ja meine erste Fahrt, ich merke gerade, dass ich ein bisschen angespannt bin. Meine erste Fahrt, blind bestellt halt, wie es bei den Limited Editions halt oft ist. Und ich bin übrigens auch gespannt, wie die Audioqualität während der Fahrt ist. Das ist meine erste Aufnahme mit dies und ja, schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr davon haltet, von der Audioqualität. Jetzt mit dem Visier unten habe ich das Gefühl, wird es viel dumpfer, aber schauen wir mal. Ja, was sind die? Pneu. Anfahren zumindest. Ja. Es kommt ein bisschen eine Gerade und so. Alles voll easy. Und ja. Das Fahrwerk ist natürlich sportlich hart eingestellt, standardmäßig. Wahrscheinlich für die Straße eingestellt, denn es gibt ja auch ein Setting speziell für die Rennstrecke. Aber auch jetzt irgendwie 3000 Touren, leicht Gas geben, sofort da. Also der Motor gefällt mir soweit sehr gut. 5. Gang bei 50 scheint noch nicht zu tief zu sein, denn sie hat überhaupt keine Mühe. Und jetzt während dem Einfahren kann ich mich gar nicht erinnern, wie viele Touren man machen darf, also welche Drehzahl man nicht überschreiten sollte. Ich meinte, es wären 4.500, 5.000 oder so irgendwas gewesen. Sie dreht ja bis über 13.000. Wobei das mit den 4.500, 5 kann ja schon mal nicht stimmen, weil bei 80 habe ich ja schon über 4.000. Also ja, einfach nicht unnötig hochdrehen. Ja, sie fühlt sich super an, also bin überrascht, wenn ich da jetzt mit dem Viertli nach hinten gehe. Ach du Scheiße. Gut, das ist für die Rennstrecke. Ei. Das ist jetzt für die Rennstrecke mit dem Viertli nach hinten. Dazu wird es natürlich auch wieder Videos geben. Und ja, da bin ich echt gespannt, wie das Ganze dann wird. Aber da habe ich überhaupt keine Bedenken momentan. Sieht alles gut aus, fühlt sich super angenehm an. Auch wenn ich vorne sitze, ist es halt bequem. Natürlich, die Position ist sehr frontlastig. Wie manche von euch wissen, ist es mein
erster Supersportler. Aber ja, ich bereue nichts. Und einfahren ist ja immer so ein Thema. Soll man noch einfahren, soll man nicht? Und ja, sagen wir es mal so, Schaden tut es garantiert nicht, das Einfahren. Sprich, ich würde es auf jeden Fall machen. Ich habe schon viele Neuwagen gekauft und bin sie auch gefahren, entsprechend auch eingefahren. Auch Motorräder, gut, Motorräder nicht so viele, es ist mein 4., 5., wahrscheinlich 5., muss ich mal nachzählen. Und hat noch nie geschadet, vor allem der Ford Focus ST mit dem 5-Zylinder-Motor. Vielleicht mögen sich manche von euch noch daran erinnern. Ein super Auto, also der Motor, der hat ja geklungen. War echt super geil und bin ich eingefahren, der sollte, wenn ich mich recht erinnere, 225 PS haben und bin mal später dann auf den Leistungsprüfstand und bumm, 240 und das ist dann doch einiges mehr, sprich das Einfahren hat nicht geschadet. Ob es wirklich was hilft, ja, da lasse ich euch diskutieren. Ich bin davon überzeugt, dass es sicher nicht schadet. Vor allem bei den Motorrädern muss man beachten, ist im Normalfall ein Einfahröl drin. Das sollte nicht überhitzen, ist speziell halt konzipiert, um die Abreibungsrückstände gut aufzunehmen und so weiter. Und ja, ich bin definitiv dafür. Vor allem dann halt Ölverbrauch und so. Erwarte ich eigentlich, dass es keinen hat, also keinen gibt, dass man nicht nachfüllen muss. Also das finde ich irgendwie komisch, wenn man in der heutigen Zeit Motorenöl nachfüllen muss. Da stimmt doch was nicht. Ja, der Motor dreht schön hoch, also wirklich Halbgas. Sehr angenehm. Nicht so aufdringlich jetzt in dem Modus und so wie ich halt aktuell fahre mit um die 4000 Umdrehungen. Da habe ich ja fast schon Zeit, ein bisschen im Menü durchzugehen. Oh, 15 Kilometer, meine Damen und Herren, 15 Kilometer. Wer hätte das gedacht? Und so weiter. Gut, da muss ich dann zu Hause in aller Ruhe das Ganze durchgehen. Oh, wir haben ja den Verbrauch, 4,5 Liter im Moment. 4,6, okay, gut. Range 225. Das passt. Das Motorrad ist übrigens sehr schlank. Also ich kann die Beine wirklich schön ans Motorrad drücken und das wirklich fühlt sich gut an. Wirklich mit der Maschine halt verbunden. Das Carbon sieht einfach geil aus. Sie fühlt sich auch recht leicht an, die Maschine. Sie ist ja auch leicht. Zwar haben sie das Versprechen, dass sie leichter sein wird als die alte Daytona, glaube ich, nicht eingehalten, denn ich meinte, diese sei 2 Kilogramm schwerer. Aber gut, vielleicht passt ja weniger Öl rein, dann stimmt es ja wieder, oder? Gut, ja, soweit kann ich gar nicht so viel sagen. Es ist nicht unbequem, das Motorrad. Fühlt sich gut an. Ich fahre nur ein bisschen zu schnell, das korrigieren wir ja gleich wieder. Diese Spuren da auf der Straße, die sind ja auch nicht super angenehm. Ja? Man weiß nie, was ist es. Gülle, also Kuhmist für die Felder. Ist es vielleicht doch Öl? Naja, schwierig zu sagen. Muss man ja nicht die ganze Zeit drüber fahren. Was ich übrigens im Moment merke, ich weiß gar nicht, ob die Kamera noch dran ist. Ja, ist alles gut. Immer Halbgas, das passt.
Ach übrigens, was das Einfahren angeht, so geht es natürlich nicht nur um den Motor und die mechanischen Teile wie halt Kugellager und so weiter, sondern natürlich auch um die Bremsen, damit die Beläge sich schön einschleifen können. Sprich, ich sollte vielleicht öfters auch die Rückbremse im Moment benutzen. Und natürlich dann auch um die Reifen. Weil sie haben oft so eine Schicht drauf, und die wird nicht absichtlich draufgetan, um die Reifen besser aus der Form zu kriegen. Nein, das ist wirklich von der Herstellung so, dass halt die Außenschicht glatt ist im Normalfall. Und wie gesagt, sie hatten die Reifen überhaupt noch nicht angefahren. Da muss ich aufpassen. So. Also wie jetzt ist es eigentlich fast ideal zum Einfahren, ne? Verschiedene Drehzahlen. Ja, das passt gut. Und dieses Motorrad muss man tatsächlich 1000 Kilometer einfahren. Die anderen Triumph 800 Kilometer, diese hier 1000. Gut, lieber zu viel als zu wenig. Haben sie sich wohl gesagt, weil der Motor stammte aus der Moto 2 ab, wurde natürlich angepasst, aber anders als bei der Street Triple 765 ist der Motor schon nochmal ein bisschen anders aufgebaut, denn er verträgt auch höhere Drehzahlen und ja, entsprechend geben wir doch Acht zu dem Motorrad. Ein Thema ist übrigens Diebstahl, denn natürlich hat man eine Versicherung, natürlich auch eine Vollkasko bei einem neuen Motorrad, denn die Carbonteile sind wahrscheinlich nicht ganz günstig. Auf jeden Fall, ja, da habe ich zu meiner Verlobten auch gesagt, ja, ist ja kein Problem, ist ja versichert. Aber das Problem ist, man kann das Motorrad ja nicht einfach neu kaufen. Das ist ja ein Problem dann, oder? Sprich, man hat zwar das Geld, aber das Motorrad ist futsch. Ja, ist im Ernst. So viel zu den Sensoren. So. Also was interessant ist, die Leute drehen sich um nach dem Motorrad, obwohl ich ja anständig fahre. Ich finde es auch nicht übermäßig laut oder so, aber die Leute drehen sich um und schauen. Ist doch auch schon ein angenehmes Zeichen. So, gehen wir doch gleich mal in die Tiefgarage. Ja, nicht hochdrehen, Robert. Und jetzt muss ich schauen, wo ich das Motorrad parkiere, denn das sind unsere zwei Maschinen, die Triumph hier. Und die muss ich jetzt mal ein bisschen herumschieben, um Platz zu machen. Ich habe mir schon mal Platz reserviert. Und ich würde sagen, ui, die Kopfdammelchen, die fällt ja schon tief runter. Ich würde sagen, das war's für den Moment. Ja, schon ein schönes Ding, ja? Unglaublich. Fährt sich wirklich super. Ich meine, ich bin noch nie Supersportler gefahren. Und ja, ein paar Meter und man fühlt sich schon wohl. So, dann, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt uns einen Daumen hoch. Ich werde vielleicht die Thermobekleidung, die ich unten dran habe, nach unten verlinken. Falls jemand Interesse hat, schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr von dem Motorrad haltet. Und ja, dann sehen wir uns bald mit weiteren Videos zu Motorrädern, Camping und
hin und wieder auch Autos. Tschüss! So, hallo zusammen, kurz ein kleines Update zur Daytona, die ich ja heute abgeholt habe. Es gab ja das Problem mit dem Quickshifter. Diesen hatte ich vor der ersten Abfahrt mal im Menü abgeschaltet, nach Hause gefahren, wieder eingeschaltet und er funktioniert. Und funktioniert wirklich gut. Auch das Herunterschalten ist mein erster Quickshifter, der auch herunterschalten kann. Nun gut, ich bin jetzt da fleißig unterwegs, schon 60 Kilometer gemacht. Es wird noch viele Videos geben. Einfach mal ein kleines Update zum Quickshifter. Der Triumph Daytona 765 Moto 2 Limited Edition. Und jetzt geht's wieder nach Hause, bevor es regnet. Tschüss zusammen! So, was mir bei der Daytona aufgefallen ist, man kann ein Drehzahlmesser im Einfahrmodus betreiben. Jetzt sind die Linien, okay, jetzt muss ich langsamer werden, weiß. Und wenn die Drehzahl Richtung 4000 geht, werden es immer gelblicher. Und die bleiben dann auch so orange. Rot wurde es bei mir zum Glück noch nie. Aber ja, es ist schon interessant, dass es wirklich fürs Einfahren eine Anzeige gibt, um den Motor ja, nicht zu überdrehen und entsprechend sauber sich einarbeiten zu lassen. Das wollte ich euch noch zeigen.